Das ist mein erster Lego-Berg, den ich gebaut habe. Und das ist mein zweiter Lego-Berg, den ich gebaut habe. Beide Berge jetzt hier mal im Größenvergleich. Ja, Wahnsinn. Doch der dritte Lego-Berg, der wird hier auf diesen 20.000 Noppen entstehen. Und er wird mindestens doppelt so groß sein wie beide Berge zusammen. Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier heute geht es weiter am Tunnelportal mit der Begrünung. Da müssen wir noch etliche Pflanzenteile setzen und anschließend müssen wir auch hier rumgehen und so ein bisschen hier die Gleise an dieser Stelle machen. Das heißt erstmal mit Unterbau, den ganzen Schwellen und so weiter und so fort und das Ganze so ein bisschen höher bauen und abschließen. Ja, es wird interessant, bleibt auf jeden Fall dran. Für das Bearbeiten hier hinten am Felsen habe ich natürlich die Schiene abgebaut und auch natürlich, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, ich denke, so dieses Gemischte zwischen Felsen und Grün sieht an dieser Stelle hier gar nicht so schlecht aus. Auf der anderen Seite haben wir ja mehr Felsen, hier ist mehr Grün, muss ja nicht immer überall gleich aussehen. Ja, und wenn man hier nochmal so herschwenkt, also ich mag das vorläufig erstmal so, mir gefällt es soweit ganz gut. Jetzt heißt es hier, die Gleise zu machen, mit Unterbau und so weiter und natürlich diese Lücke hier unten noch zu schließen. Das wird auch alles nicht ganz so einfach werden. Jetzt einmal den Fortschritt in ein paar Bildern. Es war ein bisschen blöd, alles das hier mitzufilmen. Somit seht ihr jetzt immer die Fortschritte, die hinzukommen mit den Felsen und so weiter. Aber ich denke, das ist so auch eine ganz gute Idee, um mal einen Fortschritt zu zeigen. Ja, jetzt heißt es hier unten rechts noch diese Lücke zu schließen. Das ist auch eine wichtige Sache, damit wir hier in der gleichen Höhe sind vom Fußboden bis auf die Platte. Und ja, manchmal muss ich auch von unten dann mit der Hand dagegen drücken. Es muss halt richtig stabil sein hier. Das ist so der Bergfuß und da müssen wir schon vernünftig arbeiten. Alles andere hat hier überhaupt keinen Sinn. Ja, und wenn wir dann gleich an die Zugstrecke dran gehen, das mit der Steigung, das wird auch richtig schwierig werden. Aber ich mag ja solche Schwierigkeiten. Dieses Rumtüfteln finde ich halt einfach immer irgendwie klasse. Es geht weiter mit dem Schienenunterbau. Diese Fertigelemente habe ich von Dietmars Brickworld bekommen. Schaut da gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Hab das Ganze auch soweit in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Beginnen wir jetzt hier mit den Schienen und den Schwellen. Ja, es werden die ersten 4 Schienen sein, die hier im Berg verlaufen sollen. Insgesamt werden wir hier eine Zugstrecke von 5,80 Meter im Berg haben. Manchmal wird die Zugstrecke zu sehen sein, manchmal nicht. Getrennt alles immer durch ein paar Felstunnelportale. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen soll. Ja, 4 Schienen und fertig. Nun können die Schienen auch aneinander gesetzt werden und dementsprechend hier verlegt werden. Erstmal gucken, wo wir genau ansetzen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, an dieser Stelle, wo der gelbe Stein ist, da war genau der Anfang. So müsste es gewesen sein, laut Foto. Und ich glaube, so sieht das erstmal ganz okay aus. Jetzt heißt es, das Ganze hier höher bocken, dass wir hier Gefälle hinkriegen. Ja, und auf geht's. Eine Schiene nach der anderen werde ich jetzt hier einfügen und fest verbauen. Ja, ich mache das Stück für Stück, damit wirklich alles klasse aussieht. Ja, und man kennt auch schon ein bisschen hier die Steigung. Der erste Viertelkreis ist jetzt hier gebaut. Ja, mit Steigung. Aber ihr seht, ein bisschen, die Stützen sind schräg. Ist nicht schlimm, passiert auch nur innerhalb dieser Kurve. Danach werden wir anders bauen. Und wie ihr gleich hören werdet, es ist ganz schön stabil, das kann ich euch versprechen. Das reicht definitiv hier in der Kurve als Stabilität aus. Und jetzt werden wir gleich noch einen kleinen Fahrtest mit einem Waggon machen, wie er da so ein bisschen runterrollt. Ja, getestet werden muss das Ganze natürlich immer irgendwie. Achtung, auf geht es. Jawohl, und? Ja, könnte man ja fast noch aus der Zugstrecke hier eine Achterbahn bauen. Weiter geht es hier oben mit der Begrünung. Hier werde ich erstmal aus den groben Abständen, ja aus den Steinen quasi, so ein bisschen mehr eine Rundung machen, indem ich ganz viele Plates dazwischen setze und somit immer nur eine Steigung von einer Plate habe. Das Ganze ein bisschen abrunden zwischendurch mit ein paar grauen oder dunkelgrauen Käseecken, wo der Berg noch so ein bisschen durchschimmert. In erster Linie soll aber an dieser Stelle tatsächlich der Berg so entstehen, dass er hier an dieser Stelle noch ein bisschen grün ist. Felsen werden wir noch auf jeden Fall genug haben. Und dann kommt demnächst ja auch an dieser Stelle hier das Tunnelportal so ein bisschen diagonal hier rein. Aber das auf jeden Fall nicht mehr heute. Hier geht es jetzt erstmal definitiv nur um die detaillierte Begrünung. Und ich bin lange noch nicht fertig. Auch jetzt kommen hier an dieser Stelle wieder grüne Stängel drauf und die Grashalme. Ja, es muss schön detailliert und
schön grün aussehen und somit kommt der Untergrund wieder ein bisschen anders durch. Ja, finde ich einfach richtig klasse. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schauen wir uns doch die ganze Geschichte von heute hier einmal an. Wir haben hier hinten angefangen, das Grün an dieser schmalen Stelle da hinten war ziemlich schwierig auch hinzukommen. Hier vorne ist alles fertig. Wir haben die Gleise gemacht, die Steigung. Ja, ich glaube, heute haben wir richtig viel geschafft. Aber man sieht das Ganze natürlich immer besser, wenn man sich ein Vorher-Nachher-Bild anguckt. Und das kommt jetzt. Und da sind wir auch schon. Schaut euch mal auch unten rechts die Ecke an, wo der Felsen noch nicht ist, aber auch die Begrünung. Das ist vorher. Das ist nachher, ja. Also ich glaube, richtig viel geschafft und ja, mir tun auch ganz schön die Finger weh und auch so ein bisschen der Rücken durch das ganze Bücken hier in diese Richtung. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr heute von diesem Baufortschritt haltet. Weil ich hier oben keine Jalousien habe und es letztens einmal so richtig schön dunkel war, habe ich hier doch einmal das Licht ein bisschen angeschmissen und habe gedacht, ich fahre mal einmal mit der Kamera ganz kurz hier drüber, damit ihr mal seht, wie das bis jetzt so aussieht. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich möchte hier tatsächlich anfangen hier mit dem Tunnelportal. Ja, es ist eigentlich das Sinnvollste an dieser Stelle erstmal. Also würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.